Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Main F9 770er Magier. Wir haben diverse Gold-Events jetzt am Start gehabt, haben jetzt auch immer noch gerade Gold-Event. Und ich wollte einfach mal gucken, ey, wie sieht es jetzt nach der ganzen Zeit aus? Was sagen mal wieder die Prozente in den Dungeons? Denn wir befinden uns ja im absoluten Late-Game-Bereich und ja, deswegen wollte ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich habe für euch aktuell die Daten mal ausgelesen und das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis, am Sonntag kommt das Video online mit Capso zusammen und dort erklären wir euch gemeinsam, was unsere Challenges sind für den Stream. Für den nächsten Legendary Dungeon und für den Stream am 4. April. Ja, das wird ja mein 30 Stunden, 30.000 Total Follower Special Stream werden, wo wir halt 30 Stunden online sind, live auf Twitch, und dort gibt es halt auch diverse Challenges, sowohl von Capsos Seite als auch von meiner Seite und eine Challenge auch mit uns beiden zusammen. Das Ganze am Sonntag 15 Uhr, schaltet auf jeden Fall ein, verpasst das nicht, das wird insane. Ja, das wird intens, als würde man in Zelten verweilen. So, ja, haben wir gleich wieder ein Wortwitz hier reingebracht in die ganze Materie. Auf jeden Fall, genau, Schattenwelt, wie sieht's da aus? Ja, wir haben schon lange nicht mehr nachgeschaut. Wir gehen rein in die Prozente und so sieht es momentan aus. Ich muss sagen, gar nicht so verkehrt tatsächlich. Wir haben bei den Retro-Legenden, Retro-TV-Legenden haben wir hier fast 2%. Das ist tatsächlich schon für meine Verhältnisse relativ viel. Ja? Dann haben wir in der Werkstatt bald 1% erreicht. Danach haben wir aber über 2% dann hier den nächsten Ready, und der nächste in der Werkstatt ist dann erst der hier unten. Das heißt, wenn wir den hier klatschen sollten, dann ist der hier for free, und genau, hier ist auch noch einer mit 0,61 und danach wäre der danach auch wieder free. Also wir würden hier tatsächlich noch ein bisschen, also wenn wir noch ein bisschen warten, dann sieht das Ganze schon tatsächlich gar nicht so verkehrt aus. Ja? Ansonsten immer natürlich das leidige Thema Dungeon pushen im Late Game macht natürlich nicht viel Sinn. Ja, hatten wir in einem der letzten Videos erklärt. Late Game DP, wie und was, ne? Könnt ihr sehr gerne, falls ihr es verpasst habt, das Video ein paar Tage, ich glaube eine Woche oder zwei zurückspulen mal auf YouTube hier. Da habe ich mal das Ganze aufgefasst, warum es nicht sehr sinnig ist, hier noch Dungeons zu legen. Aber ich mache das Ganze eher aus Unterhaltungszwecken für euch und für mich selbst auch, weil ich möchte mir das trotzdem nicht nehmen lassen, die Dungeons zu legen, und deswegen, wenn sich mal die Chancen ergeben sollten, ja, und die Gegner nicht ganz so unwahrscheinlich aussehen, dann kommt es hin und wieder mal vor, dass wir uns hier auf YouTube mal ein paar Pilze, jetzt nicht sehr viele, in die Hand nehmen und mal live versuchen, die Gegner zu besiegen. Denn ich mache in meiner Freizeit keine Free Tries oder sowas. Ich hebe mir das alles wirklich für die Streams und Videos auf, hauptsächlich für die Videos, weil das ist nämlich immer sehr, sehr special. Und ich möchte jeden einzelnen Dungeon-Gegner, den wir hier noch besiegen, im Ultra-Late-Game euch zeigen, euch präsentieren, und dass wir quasi die zusammen dann besiegen. Und ich möchte euch nicht irgendwie das Replay zeigen oder ja, wie ich den Kampf gewonnen habe. Ne, das finde ich ein bisschen lame. Ich möchte es immer so live im Video schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen rein. Nicht allzu arg, weil wie gesagt, viel Sinn macht es nicht. Und zwar in den Gegner hier, der 1,75% hat. Ich finde, das kann man schon mal versuchen. Für ein Video kann man das schon mal tryen. Und das ist schon mal ein sehr guter Versuch hier. Ja, wir müssen nur auch irgendwie ein bisschen performen, das haben wir leider nicht gemacht. Ne, die Begleiter müssen gut einen aufspielen und wir halt eben am Ende auch, weil wir haben 6 Milliarden Crit, ne? Das ist auch so geil, ne? Ich sag euch, es macht so Spaß, wirklich einen Magier ins Late Game zu bringen. Wer auf den OG-Server zocken sollte, also meine Empfehlung, Mage auf jeden Fall. Ja, ist eine coole Klasse, bisschen volatil, aber ich sag euch, die Crits im Late Game, ey, das macht wirklich Spaß, hier zuzuschauen, wenn hier wirklich diese 6, 7 Milliarden Crit-Treffer rausgehauen werden von meinem Magier. Das ist wirklich geil. Deswegen, ich persönlich habe auch jetzt nicht so eine PvP-Spanne auf meiner Waffe. Ich feiere das zwischendurch mal wirklich, so ein High-Intense-Crit rauszuhauen irgendwie, weil das
wäre nicht der Fall, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Spanne von gefühlt 1 hätte oder sowas. Ja, dafür spiele ich den Magier nicht. Deswegen, man kann natürlich auch sich über Gedanken machen, über eine auch nicht schlecht, über eine zweite Waffe, extra für PvP. Jetzt haben die Begleiter wieder gut geregelt. Mal gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen was... Ah, nee, leider nicht. Ja, es ist immer dasselbe, ne? Entweder machen die Begleiter was, oder ich mache was, aber in seltensten Fällen machen wir beide was. Ja. Ja, und ihr seht auch schon, die Unterschiede sind schon enorm. Also, wir haben hier Crits rausgehauen, wie gesagt, von 6, 7 Milliarden so teilweise mitunter. Und manchmal, ja, es liegt halt viel an der... Oh mein Gott. Okay, jetzt hat Marquardt aber auch gut rausgehauen. Okay, jetzt könnte Kunigunde vielleicht ein bisschen carryen. Und dann brauchen wir den Gegner eigentlich nur noch anhusten. Und dann wäre er down. Ja? Oh, und Kunigunde... Oh, die ist sogar gut am Ausweichen und am Critten. Holy shit, das könnte jetzt wirklich der Try sein, ne? Boah, und deswegen will ich die live im Video haben hier, weil man da einfach mitfiebert nochmal. Okay, Crit, wir werden nicht gekrittet. So, jetzt müssen wir Crit raushauen. Ah. Jetzt ein Crit am Ende wäre es gewesen, aber ich will mal ganz kurz gucken, was hat denn Marquardt hier eigentlich abgerissen, ja? Da hat Marquardt hier gut einen aufgespielt. Lol. Ja gut, irgendwie einen starken Treffer oder sowas. Also so doll war es auch nicht. Aber ihr seht, es ist machbar, 2%. Ja, muss man jetzt nicht tryen. Da geht der ein oder andere Pilz rauf, aber es ist noch verkraftbar, finde ich so. Und dafür kriegen wir hier, ja, gute Unterhaltung, sag ich mal. Okay, Kunigunde hat wieder einen rausgehauen. Erster Crit von uns, zweiter Crit muss leider sitzen und wir dürfen nicht gekrittet werden. Ja. Das ist das Problem. Okay, aber wieder guter Try. Aber wir kriegen direkt einen Crit rein. Okay, schade. Ich glaube 9 Milliarden mache ich noch nicht. Das ist noch ein bisschen zu viel, glaube ich. Aber ich glaube so das höchste war ein bisschen was über 7 Milliarden, was ich gemacht habe. Ihr seht hier mal meine Spanne. Das ist auch nicht die maximale Spanne. Und die Waffe ist auch schon wieder ein bisschen älter, ne? Ihr kennt da ja auch meine Pläne. Ich will mich erst wieder neu equippen, wenn die Klo-Aura maximiert ist. Vorher sehe ich da den Sinn nicht wirklich drin. Deswegen, das wird auch noch ein bisschen dauern und so lange werde ich auch noch mit etwas outdatedem Equipment rumrennen, aber ist für mich jetzt nicht weiter wild. Okay, schade. Ja, wir hauen hier nicht so die kranken Crit-Treffer raus, was ein bisschen schade ist. Ich will hier mal so einen richtig fetten Oschi will ich mal sehen hier. Ja, so eine richtig schöne Max-Spanne, wirklich mal zack. So, ich glaube 7 Milliarden sollte drin sein. Gerade, also gegen Krieger mehr wahrscheinlich, weil die machen noch weniger Damage. Da würde ich vielleicht 1, 2 Treffer mehr überleben. Dann würde sich der Rage-Bonus noch ein bisschen stacken. Aber gegen... Oh mein Gott. Aber gegen Kundis immer ein bisschen schwieriger. Die machen ein bisschen mehr Schaden. Ja, mal gucken. Okay, nächster guter Try hier. Wenn Kunigunde ein bisschen ausweicht, macht sie leider nicht. Jetzt haben wir immer noch die Chance mit 2 guten Crit-Treffern. Würde immer noch reichen. Schade. Ja, es fehlt immer an einem Crit. Es fehlt an einem Crit leider. Aber die Kämpfe sind ultra spannend. Das muss man wirklich so sagen. Also es macht wirklich Spaß hier zuzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ja, und die Begleiter machen auch einen guten Job tatsächlich. Also die haben hier auch schon echt gute Tries rausgehauen. Aber dann habe ich leider verkackt am Ende. Ja, manchmal ist das halt eben so. Hat man keinen Einfluss drauf. Muss halt beides stimmen, ne? Okay, wieder nächster guter Try hier. Ja, nee. Wir müssen... Ah, okay, der Crit-Treffer war es auch überhaupt nicht. Aber selbst wenn der Gegner Hälfte Leben hat, wenn wir 3 Treffer raushauen, dann ist er auch down, wenn das alles Crit-Treffer sind. Das ist auch nicht unwahrscheinlich, aber er crittet schon direkt. Okay, ja, und kein Crit von uns. Ist das Ding auch für die Mülltonne leider. Ja, okay. Ich skippe mal ein bisschen schneller. Ich will jetzt noch nicht durchentern. Das ist mir ein bisschen zu hart, weil ich will mir auch noch die Tries ein bisschen anschauen. Falls meine Begleiter gute Vorarbeit leisten, will ich da dabei sein, wenn wir den Gegner finishen sollten. Sehr guter Try, aber leider kriegen wir direkt einen Crit rein. Schade. So ist das leider. Neues Equipment würde da natürlich helfen, aber wie gesagt, wir halten uns dann noch ein bisschen zurück. Okay, so, erster Crit, ja, auch wieder leider keiner. 5,5 Milliarden. Ja, war auch noch nicht das höchste. Oh mein Gott, okay, jetzt. Crit-Treff. Ach, Mann, da machen wir wieder nichts, Mann. Oh, zweimal nicht. Ach, Mann, ey. Come on. Come on. Okay, wir gehen. Oh mein Gott, 2,7 Milliarden. Wir gehen jetzt rein. Ich will den jetzt schaffen hier in der Folge. Ja.
Wir gehen jetzt rein, wir entern jetzt ein bisschen durch. Der hat mich jetzt angefixt. Oh, guckt euch die Tries an, so knapp. So knapp, ne? Oh, 1 Milliarde. Ja, da muss einmal alles passen, dann ist das Ding down hier. Ja, das ist jetzt das Ziel für die Folge heute hier. Ja, den müssen wir aus dem Leben schallern hier. Come on. Und dann gucken wir uns den Try mal an. Bin sehr gespannt. Ja, knapp 2% sollte doch nicht so schwer sein. Ja, aber er hat sich ein bisschen, er ist ein bisschen, er zögert es ein bisschen raus hier. Ja, also ich hatte für die Folge eingerechnet so vielleicht 300 Tries. Wir hatten, glaube ich, irgendwas um die 10.300 oder so. Wenn wir jetzt hier auf die 10.000 runtergehen, vorher will ich ihn aber eigentlich schon down sehen. Bin ich ganz ehrlich, ja. Also ich will jetzt nicht bis auf 10.000 runter. Das finde ich schon, vorher müsste der schon eigentlich down sein tatsächlich. Von den, auch alleine schon von den Prozentchancen her müsste das Ding eigentlich... Let's go! Let's fucking go! Gleich liegen. Und damit haben wir den nächsten, beziehungsweise den allerersten Gegner von den TV Retro-Legenden down. Und das ist natürlich ganz cool. Level Up auch gleich. Ja, wieder ein bisschen weniger XP pro Quest. Super. Und damit haben wir hier den zweiten Gegner. Und wir gucken uns den Kampf natürlich an. Wir speichern uns ihn mal ab. Ja, und dann gehen wir jetzt mal rein. So, let's go. Ja, Bertram. Was hat Bertram gemacht? Meistens macht Bertram immer nicht so viel. Ich denke mal, entweder Kunigunde oder Marquardt werden ein bisschen... Ja, er startet direkt mit 3 Milliarden. Geht direkt auf 4,7 Milliarden. Oh mein Gott, und jetzt direkt 6 Milliarden. Hat alleine meinen Begleiter rausgehauen. Ja, da brauche ich nicht mehr viel machen. Eventuell Kunigunde. Also, wenn es so läuft, dann könnte Kunigunde den sogar alleine besiegen. Ja, wenn sie ein bisschen ausweichen würde. Da brauche ich wirklich jetzt den Gegner nur noch anpusten. Aber nee, wir machen auch noch ein bisschen was. 2,4 Milliarden, 3,7 und jetzt nochmal richtig saftigen 6,2 Milliarden Crit. Nochmal rausgehauen zum Schluss. Sehr schönes Ding. Kann so raus. Schöne Folge, plus 199. Auch schon wieder besser die Items, ist aber tatsächlich noch nicht so viel. Also es lohnt sich jetzt für mich persönlich noch nicht. 1122er Item. Ist das Max? Ist fast Max. Ist fast Max. Ja, also lohnt sich noch nicht krass. Ne? Deswegen, Legis wäre noch ein bisschen besser, aber wir warten ab, bis Aura 400 ist hier bei der Klo-Aura. Genau, das soll es soweit gewesen sein für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.